Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf W50, ja, denn dort gibt es ja mal wieder was zu zeigen, was ganz cool ist, weil wir hatten ja letztes Mal das Thema gehabt, dass auf W50 nicht sehr viel los ist und deswegen freut es mich, dass wir hier auf dem Server heute mal wieder vorbeischauen können. Ja, diesmal geht es aber nicht um mich oder mein Char, sondern tatsächlich eher um die Leute, beziehungsweise ja, den Char, der jetzt am weitesten gekommen ist, seitdem es quasi die Dungeon-Pause auf dem Server gibt. Es gab sie schon davor, aber auf W50, ja, W50 ist so der erste Server, der die Dungeon-Pause richtig groß gemacht hat. Da kam das Thema damals so richtig erst in den Umlauf und Leute haben sich da dran ausprobiert und haben das ausgetestet und dann eben dann ja, anhand dessen gesehen und gemerkt, dass das dann doch schon eine Spielweise ist, die man bevorzugen sollte, wenn man wirklich weit hinaus möchte in diesem Game. Und ja, das macht sich unter anderem bemerkbar wirklich an Leuten, die man hier ganz weit oben sieht, wie zum Beispiel Jurik, ja, wo man jetzt lange Zeit gedacht hätte, dass er jetzt hier derjenige gewesen ist, der am längsten quasi die Dungeon-Pause sich aufgehoben hatte, beziehungsweise sie am besten gespielt hat, ist natürlich, ne, hat sie natürlich sehr gut gespielt, aber am Ende des Tages ist das Game halt so ausgelegt, wer halt länger sich die Dungeons aufspart, ne, der ist halt dann früher oder später dann höher im Level. Wie sich das Ganze nach hinten raus denn lohnt für den jeweils Einzelnen, ist natürlich dann immer fraglich auf jeden Fall, ne? Aber bis dato war Jurik so der jetzt mit am höchsten gewesen ist. Tim hatte damals ja auch eine sehr krasse DP gespielt, hatten wir ja sogar auch ein Video drüber gemacht und ja, das Ganze auch nochmal so euch präsentiert. Das ist jetzt auch schon wieder sehr lange her. Ne? Meister G hatte ja so eine Art Konkurrenz Dungeon-Pause gegen mich gemacht, anstatt dessen für Paul Terra damals, ne, der ja mit mir zusammen hier die Gilde gegründet hatte, die Holzfällerhütte und zusammen gestartet hatte, er DP gespielt hatte, ich nicht DP gespielt hatte und dann wollten wir am Ende des Tages gucken, ne, unter gleichen Voraussetzungen, ja, wie viel es dann tatsächlich bringt, ne, eine DP zu spielen gegen Dungeons pushen. Ich habe Dungeons gepusht, er hat DP gemacht, ne, befindet sich jetzt immer noch in der DP, weil er ein Jahr lang Pause gemacht hat, die längste DP der Welt, so, ne, und ja, jetzt haben wir jemand Neues am Start und zwar, ja, befindet er sich nicht in den oberen Rängen, sondern müssen wir dazu, ja, ich glaube, es ist schneller, wenn wir mal auf Crit Happens dafür draufgehen. Und dann, ja, hier sehen wir auch schon den obersten Spieler. Der oberste Spieler befindet sich aber gerade auf Platz 131. Und zwar ist das hier der gute Softcore Herbert. Ja, er hatte seine Dungeon-Pause aufgelöst mit Stufe 553 und hat dann bis Stufe 598 gepusht und ist somit jetzt hier der Levelhöchste auf dem Server. Ist natürlich noch relativ weit unten, sag ich mal, für sein Level, aber hat sie ja jetzt auch gerade aufgelöst und das auch relativ random, weil es ist ja jetzt auch gerade gar kein Legendary Dungeon, was aber nicht so schlimm ist. Ich denke mal, zum Legendary Dungeon wird er Stufe 600 erreichen und er ist jetzt hier mit großem Abstand wirklich der Anwärter auf einen neuen 600er Rekord und nicht nur irgendein 600er Rekord, sondern wirklich mit Abstand wirklich zum letzten 600er Rekord ja, eine sehr große Zeitspanne ja, liegt dazwischen. Wir haben jetzt momentan den 16.11. und er hat, glaube ich, jetzt noch, wenn ich richtig geschaut habe, Tim hatte mir das Ganze auch geschrieben, 94 Tage hätte er jetzt noch Zeit, um den alten 600er Rekord einzustellen und das schafft er natürlich in dieser Zeitspanne relativ easy. Und ich denke mal, da wird er jetzt auch drauf gegangen sein, auf Stufe 600er Rekord, ne? Dass er jetzt halt eben geguckt hat, wie weit er von seiner Ausgangsstufe kommt, ne? Bis jetzt halt Stufe 600 und das ist natürlich schon ein großer Abstand, ne? Wenn man jetzt mal hier ganz kurz guckt, wir haben hier mal die Welt 50, ja, wann das Ganze gestartet ist, am 9.7.2021, ja, und dann circa, ja,
also jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt hier irgendwann 3 Jahre später, sagen wir mal 3 bis 4 Jahre, ich weiß nicht ganz genau, haben wir jetzt hier bald einen Stufe 600er. Ne? Also das ist schon, das hätte man damals nicht gedacht. Und hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht. Wie gesagt, die Dungeon-Pause macht halt eben auch einen großen Unterschied aus. Ne? Man hat es hier halt eben schon anhand der Spieler gesehen. Und am Ende des Tages, wie gesagt, wer länger sich die Dungeons aufbewahrt, der wird immer belohnt werden im Sinne der Erfahrung. Ja, nur halt, wie gesagt, zum Beispiel so jemand wie Jurik, ne, oder Tim, die ihre Dungeon-Pause deutlich früher aufgelöst haben, die sind natürlich jetzt auch schon dementsprechend im Vorteil, weil die natürlich jetzt schon etwas länger auf höherem Level besser Gold questen können. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass die auch deutlich mehr Skillpunkte haben werden als zum Beispiel der Herbert hier. Ne? Wir haben hier 65k zu 32k und hier haben wir 85k zu 51k. Okay, ja, und hier haben wir auch Jurik auch sehr stark, 73 zu 73, 50-50er Skillung, hier halt eben zu 65 zu 32. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile, so eine Dungeon-Pause. Ne? Man sieht es anhand der Stat-Punkte, aber wenn man halt eben auf so einen Rekord gehen möchte, beziehungsweise halt eben hoch im Level sein will, dann ist das natürlich vom Vorteil und ich bin gespannt, wann er das Ganze hier dann knacken wird und dann halt eben einen neuen Stufe 600er Rekord hier bricht auf W50. Ich hätte nicht gedacht, dass der Server so spät jetzt auch nochmal Rekorde zum Vorschein bringt, aber wie gesagt, das war halt eben so damals der erste Server, wo es so richtig populär wurde mit der Dungeon-Pause. Wie gesagt, es gab davor sicherlich schon so eine Art Dungeon-Pause-Spieler, die sich das halt eben bewusst aufgespart haben. Nur ab W50 wurde es halt wirklich meines Erachtens nach wirklich sehr Mainstream auf jeden Fall, dies zu tun. Alle haben auf die Auswertung gewartet, was es dann halt wirklich für einen Unterschied macht, weil man dann halt wirklich richtig vergleichen konnte zwischen Spielern wie mir zum Beispiel, die keine DP gemacht haben oder auch Zombie, der hatte ja auch keine DP gemacht, der ist auf 570, kann ich mich noch ganz genau erinnern, der hat zusammen mit Pikachu am Anfang diesen Server sowas von dominiert, weil er auch seine Mine sofort auf Stufe 100 gezogen hatte. Ich hatte damals auch noch ein Video zugemacht. Dieser Spieler ist uns 3 Jahre voraus, weil er 3 Jahre die Mine voraus hatte, weil er die halt eben einfach geskippt hat so. Ne? Bringt aber halt eben hinten raus auch nicht sehr viel, wenn man halt eben weil man die Spieler früher oder später sowieso die Mine auf 100 haben und dementsprechend sich das ja dann sowieso dann irgendwie dann wieder ausgleicht. So, ne? Also es bringt halt eben auch nicht so extrem viel, wie man denkt, dass man jetzt so frühzeitig irgendwie die Mine übelst hoch gepusht hat und so weiter und so fort. Ne? Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Auch bei uns haben wir ja auch jemanden, der sich die Dungeons aufspart und das ist ja der XP-Spieler schlechthin und zwar der gute Chris, der Ignil, der sich ja auch zur Aufgabe hier gemacht hatte, der höchste Dämonenjäger zu werden. Ich denke, er hat sehr gute Chancen darauf, denn er hatte hier auch, ich weiß nicht ganz genau ab wann, aber sich auch extrem viele Dungeons aufgespart. Er ist halt eben auch in der DP schon sehr, 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 sehr lange mit dem Dämonenjäger und hat hier sehr kranke Ambitionen auf jeden Fall, der höchste seiner Klasse zu werden, obwohl der Dämonenjäger ja schon etwas länger draußen ist, als es den W50 Server gegeben hat, aber es kann natürlich trotzdem gut sein. Wir können mal ganz kurz gucken, wo jetzt momentan die höchsten stehen, die höchsten seiner Klasse hier von den Dämonenjägern her, auf Stufe 625. Ja, also es ist auch immer noch ein ganz schönes Stück, was er hier aufholen muss, aber ich gehe mal von aus, das kann er wirklich schaffen, so, ne, weil viele halt eben die Dungeons schon genommen haben mit dem Dämonenjäger, ne, aber Chris ist natürlich auch so ein Spieler, das kennen wir ja auch von seinem Main-Account, dass er halt eben, schon eher darauf erpicht ist, auf XP zu gehen als auf Gold und dafür halt eben alles in Kauf nimmt, ne? Sowohl Kalender-Skip als auch eben wirklich die absolut krassesten XP-Quests zu nehmen und dort halt eben auch
ja, momentan der höchste Spieler, Dr. Darm, halt eben mit seinem Ignil-Account, seinen Krieger abzulösen eventuell und dann eines Tages der höchste Spieler auch der Welt dann zu werden, schlussendlich. Ne? Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er der erste Stufe Tausender werden will. Mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt auf seine Reise und seine Ziele, die er hier auch auf dem Server hier verfolgt. Falls er eines Tages wirklich mal hier die Dungeons auflösen sollte, ja, ne, man hört auf jeden Fall schon sehr viel, aber dann wird er auch hier einen sehr kranken Account haben, auf jeden Fall. Also dann wird er auch einer der stärksten Spieler werden hier auf dem Server, denke ich mal, wenn er wirklich seine Dungeons nehmen sollte. Ne? Aber es ist natürlich halt auch eben wieder so ein Hin und Wieder, dadurch, dass er eben so viel auf XP geht und so viele Dungeons halt eben nicht nimmt. Ne? Und ja, er hat halt auch ja nicht die allerbesten Stats, sag ich mal so. Ne? Aber er hat halt, ja, das ist so ein ähnliches Problem, wie zum Beispiel hier der Herbert hat. Ne? Hohes Level, aber halt eben jetzt noch nicht lange auf hohem Level gequestet, dadurch die Skillpunkte ein bisschen weniger. Ja, Freunde, wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall mal an. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Haltet euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Wenn da ein neuer Rekord gebrochen werden sollte, kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.